Warum das eigentlich graue Lenkrad jetzt weiß ist und was wir damit gemacht haben, um es noch zu retten, siehst du in diesem Video. Wenn ein Alcantara-Lenkrad so richtig verrotzt ist, also richtig verklebt, dass du denkst, es ist normales Glattleder, dann ist es meistens zu spät, das mit Reinigung noch zu retten. Nichtsdestotrotz wollen wir es bei diesem Mal versuchen und haben hier einen Extremfall für euch vorbereitet und zeigen euch, was ihr noch machen könnt, um ein eigentlich schon kaputtes Alcantara-Lenkrad vielleicht noch zu retten. Das vorher ist relativ eindeutig, wie ich schon angekündigt habe. Gerade oben sieht es fast aus wie Glattleder, also im Normalfall, wo ich dem Kunden sage, ach, da können wir leider nicht mehr allzu viel machen, aber wir versuchen es und genau das haben wir getan. Der erste Schritt ist auf jeden Fall das Abkleben. Warum wir die ganzen Armaturen abkleben und was das für einen Vorteil hat, beziehungsweise was für einen Nachteil hat, das siehst du gleich, wenn ich das Produkt benutze. Wichtig ist auch, alle elektronischen Bauteile und alle kleinen Ritzen und Kanten abzukleben, wo du später nicht mehr gut mit deinen Reinigungsmitteln rankommst. Je mehr Pinsel oder auch Trockeneis du hast, desto weniger musst du an sich abkleben. Dem Kunststoff oder auch hier dem Smart-Emblem schadet es jetzt nicht. Deswegen haben wir uns jetzt nur für die elektronischen Schalter und die kleinen Ritzen entschieden. Wir sprühen dann das Fettlöser-Spray auf die Oberfläche. Keine Sorge, es ist eigentlich sogar für Leder gemacht, deswegen sprüh es gerne auch aufs Leder, aber es funktioniert eben auch auf Alcantara. Trag bitte dabei unbedingt eine Maske und sorg für gute Belüftung, weil das muss man nicht unbedingt einatmen. Ist jetzt nicht, dass es sich umbringen wird, aber es ist, denke ich mal, hauptsächlich Alkohol und der muss man, wenn man in der Luft rumsteht, nicht unbedingt einatmen. Die Reaktion mit dem Fett und Schmutz in der Oberfläche sieht man hier durch dieses Ausweißen und du weißt auch, wenn keine nassen Stellen mehr übrig sind und alles komplett weiß ist sozusagen, dass die Reaktion fertig ist, dann nimmst du dir eine mittelharte Bürste, wie hier zum Beispiel eine Lederreinigungsbürste und einen Staubsauger und entfernst den groben Überstand des Pulvers von Leder und Alcantara gleichmäßig. Arbeit hier schon so gründlich wie du kannst. Wir nehmen den Rest später noch mit einer anderen Methode raus, aber erstmal wollen wir hier den losen Staub oder das lose Pulver entfernen. Wie gesagt, auch bei Leder gar kein Problem. Dafür ist es sogar gemacht und wir sehen jetzt hier schon im ersten Sneak Peek sozusagen, dass das Lederlenkrad echt wieder schön matt geworden ist, ohne weitere Reinigung. Dann entfernen wir den jetzt gelösten Schmutz auf der Oberfläche und das restliche Pulver mit Textilreiniger fürs Alcantara und Lederreiniger und beides jeweils mit dem Scrub-Pad also Lederreiniger fürs Leder, Textilreiniger für Alcantara und beides mit dem Scrub-Pad, wischen dann mit einem sauberen, trockenen Tuch nach und wiederholen das so lange, bis unser Scrub-Pad beim Bürsten sauber bleibt. Wenn du es für Leder benutzt, achte darauf, dass es nicht zu nass ist und du immer nur Teilbereiche reinigst, weil sonst die Feuchtigkeit ins Leder eindringen kann. Du kannst diesen Vorgang nach dem Trocknen wiederholen. Generell ist das eine Arbeit, die du vor der ersten Reinigung machen solltest, weil es auf einem feuchten, mit Reiniger gesättigten Lenkrad oder generell auf der Oberfläche nicht gut funktioniert. Also am besten nach dem oder vor der ersten Reinigung. Möchtest du den Vorgang jetzt nochmal wiederholen, warte einfach, bis alles wieder trocken ist. Bei Leder ist es kein Problem, das trocknet innerhalb von Sekunden nach dem Abwischen, aber Alcantara muss erstmal einmal ordentlich wieder durchtrocknen. Hier belassen wir es bei einem Durchgang, reinigen noch gründlich das Leder und dann sind wir auch schon soweit durch. Nach dem Abziehen des Klebebands nehmen wir nochmal Lederreinigungsbenzin, um die Reste von unserem Reiniger und auch vom Pulver auf dem Lenkrad zu entfernen und machen dann die normale Innenreinigung, um aus allen Ritzen und Kanten ums Lenkrad rum, wo jetzt vielleicht was reingefallen könnte, noch die restlichen Pulverreste aufzunehmen. Also ich muss sagen, ich bin selber erstaunt oder begeistert davon, wie das Alcantara wirklich vom Ergebnis geworden ist. Sieht eigentlich fast aus wie neu, bis auf ein bisschen Pilling, was es hier hat, also so Abrieb durch die Finger. Das könnte man jetzt noch schleifen, aber ich glaube, vorher, nachher ist mehr als deutlich. Beim Leder war mir schon klar, dass ein schönes Ergebnis wird, das kennen wir ja, aber gerade hier beim Alcantara hat es sich wirklich gelohnt und auch beim Leder hat sich die Reinigung deutlich vereinfacht. Wichtig ist nur, macht es bitte als erstes durch den ganzen Staub, der jetzt hier noch rumliegt, folgt natürlich noch die komplette Innenraumreinigung. Dann am Ende noch die Lederversiegelung bitte aufs Lenkrad und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Protektor dann drauf machen zur Pflege. Aber Versiegelung ist ganz wichtig, weil gerade nach so einer Reinigung ist der Topcoat, also der Klarlack des Leders, wenn man so will, beansprucht, nicht durch die Reinigung, sondern durch den extremen Schmutz, der sich dann mit dem Topcoat verbindet. Das heißt, wer jetzt nicht die Chance hat, das nachzulackieren oder der Kunde möchte es nicht, zumindest Lederversiegelung rauf machen. Das ist Topcoat ähnlich und kann zumindest eine gewisse Zeit lang den Topcoat dann ersetzen, bis es irgendwann mal gemacht wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht das Thema. Wir machen jetzt noch die Innenraumreinigung, Lederversiegelung rauf und ich glaube, dann wird der Kunde sich über ein fast neues Lenkrad freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle verwendeten Produkte findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.